Hi, in diesem Video geht es darum, wie man mit dem Prinzip der Preiselastizität den Preis für ein Verkaufsprodukt bestimmt, mit dem man den maximalen Gewinn erzielen kann. Das Prinzip der Preiselastizität ist schon ziemlich alt. Das haben schon irgendwelche Wirtschaftswissenschaftler um etwa 1900 herum entwickelt. Aber die Anwendung dieses Prinzips, um dann damit auch wirklich den optimalen Preis zu berechnen, das bietet doch einige mathematische Tücken und die möchte ich jetzt heute hier zeigen anhand eines Excel-Programms. In diesem Programm habe ich hier die Verkaufspreise pro Stück, hier die zugehörigen Verkäufe, hier die Zeiträume, also beispielsweise 5 Tage, 6 Tage, 10 Tage. Und daraus errechne ich die Verkäufe pro Zeit, also die Verkäufe pro Tag. In einer einfachen Version berechnet man die Preiselastizität aus nur 2 Datensätzen. Das ist natürlich aufgrund statistischer Schwankungen ziemlich ungenau. Ich verwende hier beliebig viele Datensätze in diesem Beispiel, nämlich 10. Das heißt, ich verwende also die ersten 10 Datensätze, um diesen optimalen Verkaufspreis zu berechnen. Diese 10 Datensätze ergeben hier diese 10 grauen Punkte. Beispielsweise dieser letzte graue Punkt entsteht aus dem Datensatz mit 750 Euro Verkaufspreis und dann 1,58 Verkäufe pro Tag. Also hier bei 750 liege ich etwa bei 1,58. Die neuen Datensätze sind die da oben, die älteren Datensätze sind die da unten. Und je neuer ein Datensatz ist, umso größer wird der zugehörige Kreis. Das heißt, das hier ist ein relativ alter Datensatz, das ist der da unten. Und das hier ist ein relativ neuer Datensatz, das ist einer da oben. Das Besondere ist, dass ich bei dieser Methode nicht nur 2 Datensätze nutze, um die Preiselastizität zu berechnen, sondern in dem Fall hier 10 Datensätze, also 10 Punkte oder vielleicht auch noch mehr. Und ich lege also durch diese 10 Punkte die Preisverkaufskurve so, dass die Abstände dieser gelben Kurve zu diesen Punkten möglichst gering werden. Ich modelliere also mit dieser gelben Kurve das Verkaufsverhalten in Abhängigkeit vom Verkaufspreis. Und dabei haben die großen Punkte, also die neueren Datensätze, einen stärkeren Einfluss auf die Kurve als die kleinen Punkte, also die älteren Datensätze. Natürlich kann durch diese Kurve das Verkaufsverhalten nicht exakt modelliert werden, da das Verkaufsverhalten in gewissen Grenzen irrational ist. Dennoch ist diese gelbe Kurve ein plausibles Verhalten. Es zeigt sich zum Beispiel, dass bei Preisreduktion eine gewisse Marktsättigung einsetzt und mehr als etwa 7,5 Verkäufe pro Tag dann nicht möglich sind. Und es zeigt sich, dass etwa ab 800 Euro Verkaufspreis gar keine Verkäufe mehr stattfinden. Mit dieser gelben Preisverkaufskurve kann man jetzt den Preis berechnen, mit dem der Umsatz am höchsten wird. Aber normalerweise interessiert man sich nicht für den Umsatz, sondern für den Gewinn. Deshalb betrachtet man die Kosten. In diesem Beispiel sind die Kosten pro Stück 250 Euro. Und wenn man von der gelben Preisverkaufskurve diese 250 Euro abzieht, kommt man zu der orangenen Kurve.
und zwar dann eben zu der Gewinnverkaufskurve. Die gibt immer an, bei welchem Gewinn man welche Verkäufe hat. Also beispielsweise, wenn man das Produkt für 0 € verkauft, hat man etwa 7,5 Verkäufe pro Tag, aber man hat eben auch dann einen Verlust von 250 € pro Verkauf. Man betrachtet also diese Gewinnverkaufskurve. Diese Kurve wird beschrieben durch die Funktion v von g. Das sind die Verkäufe abhängig vom Gewinn und damit berechnet man die jetzt Gewinnelastizität, indem man diese Funktion nach g ableitet an der Stelle des Gewinns, multipliziert mit dem Gewinn und dividiert durch die Verkäufe an der Stelle des Gewinns. Das ergibt diese rote Kurve und an der Stelle, an der diese Kurve den Wert -1 annimmt, da ist der Gewinn, für den der Gesamtgewinn maximal wird. Das ist hier bei etwa 350 € und wenn man hier auf die Gewinnverkaufskurve geht und der Gewinn pro Stück verringert wird, steigen zwar die Verkäufe, aber nicht so stark, dass der Gesamtgewinn größer wird, sondern der Gesamtgewinn nimmt ab. Wenn man an dieser Stelle den Gewinn pro Stück erhöht, da fallen die Verkäufe so stark ab, dass auch in diese Richtung der Gesamtgewinn abnimmt. Also den höchsten maximalen Gesamtgewinn hat man tatsächlich an dieser Stelle mit etwa 350 €. Und wenn man da die Kosten von 250 € noch draufschlägt, kommt man zu dem Preis, für den der Gesamtgewinn am größten wird. Das sind hier 600,49 €. Okay, so funktioniert also die Bestimmung desjenigen Preises, mit dem man den höchsten Gewinn erzielen kann, mit Hilfe der Preiselastizität. Diese Methode funktioniert vor allem für Online-Shops besonders gut, weil da die Verkaufsdaten für unterschiedliche Preise ja schon digital vorliegen und man dann diese ganze Berechnung damit machen kann.